Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Und zwar wird es heute unsere Kennenlern-Story geben. Bevor wir anfangen, wollte ich mich aber noch für die ganzen Kommentare bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass die so positiv sind und für die ganzen Verbesserungsvorschläge und Videovorschläge. Und ja, bei den Verbesserungsvorschlägen, das werden wir nach und nach alles irgendwie hinbekommen. Und es gab auch ein paar Kommentare zu meinen Händen, dass ich die immer so beim Reden sehr viel benutze. Irgendwie kann ich das nicht ausstellen. Ich versuche es auf jeden Fall zu minimieren, aber ich kann euch nichts garantieren. Ich bin irgendwie so geboren, dass ich immer so mit meinen Händen rumfuchteln muss. Ist bei uns Italienern leider so. Und ja, hier ist mein Mann, Devin. Kann sich vorstellen. Ja, also für die, die mich nicht kennen, ich bin Devin, Chiaras Ehemann. Seit einem Jahr sind wir standesamtlich verheiratet. Seit einem halben Jahr. Ja. Ein bisschen länger als ein Wir halbes sind Jahr verheiratet. Ja. Ich bin 22 Jahre alt. Ja, wir können mal direkt starten zu unserer Kennenlern-Story. Wer fängt an? Ich glaube, ich mache den ersten Schritt. Also die klassische Story heutzutage. Ich habe Chiara auf Instagram entdeckt. Aber es ist nichts Besonderes. Ich habe bei ihr geliked. Sie hat zurückgeliked. Ich habe sie danach auf Snapchat geaddet. Hab sie versucht da zu kontaktieren. Du hast mir die ganze Zeit Bilder von dir Selfies geschickt. Selfies. Ich war in einem guten Mut. Auf jeden Fall war das so, als ich sein Instagram gestalkt habe, das war 2016, das war nach meinem Geburtstag auf jeden Fall, dachte ich, er würde in der Türkei leben, warum auch immer, weil er irgendwie nur Bilder in der Türkei hatte und ich dachte, das wäre so ein reicher Typ, keine Ahnung, und der wird halt, keine Ahnung, irgend so ein Typ, der in der Türkei lebt, bei mir geliked hat, ich fand ihn hübsch und dann hat er mich halt auf Snapchat, Dann hat er mich halt auf Snapchat entdeckt, sag ich mal. Und dann hat er mir halt immer Bilder von ihm geschickt. Ich habe ihn natürlich nicht geantwortet. Irgendwann wollte ich ein Video an meiner Freundin senden. Und es war halt so ein Opfervideo, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so Faxen gemacht, war ungeschminkt, sah richtig komisch aus, habe irgendein Lied nachgesungen. Und habe ich es aus Versehen an Dylan geschickt. Und das irgendwie hat er dann mir zurückgeschrieben und meinte, hahaha, wie witzig. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass er Deutsch kann. Auf jeden Fall war ich dann erstmal geschockt und meinte, wie, du kannst Deutsch? Und dann hat er mir geschrieben, ja, ich kann Deutsch. Ich so, woher kommst du denn, meinte ich. Er meinte, aus Braunschweig. Ich wusste nicht, wo Braunschweig ist. Ich habe noch nie was von Braunschweig gehört. Und dann meinte ich, wo ist Braunschweig? Er meinte Niedersachsen und so. Das war mir auch irgendwie alles, kannte ich alles irgendwie nicht so. Und ja, dann war ich erstmal geschockt. Ja, ich habe das Gefühl, die Leute aus NRW kennen nur NRW. Kennen wirklich nur NRW und alles, was nicht NRW ist, ist fremd. Ja. Neuland für die. Alle Leute, das ist aber ehrlich so, alle aus NRW kennen irgendwie nur NRW. Also für mich war das so. Auf jeden Fall haben wir dann geschrieben auf Snapchat. Ja. Ganz lange, ganz lange. Das ging dann so einen Monat oder so. Ein bisschen über länger. Snapchat. Ne? Ja. Wir hatten da Kontakt, bis wir dann unsere Nummern ausgetauscht haben. Ja, und, das ist auch nochmal so eine Story. Auf jeden Fall war ich auf Klassenfahrt. Das war, glaube ich, meine Abschlussfahrt. Und nach einem Monat auf Snapchat schreiben, hat er mich immer noch nicht nach meiner Nummer gefragt. Und irgendwann dachte ich mir, ist das sein Ernst? Will er mich verarschen? Warum fragt er mich nicht nach meiner Nummer? Ich meine, das kennt bestimmt welche von euch. Aber auf jeden Fall, ich hatte eine legendäre Idee. Ich war auf Klassenfahrt und meinte zu ihm, ja, ich habe hier voll schlechtes WLAN, ich habe gar kein WLAN, irgendwie sowas. Auch wenn man meint, ich habe voll schlechtes Internet und dass das nichts wird mit Snapchat schreiben. Und weil ich habe, wie soll ich sagen, ich wusste schon seine Antwort eigentlich. Er würde dann sagen, ja, okay, dann gib mir Nummer, ich schreibe dir WhatsApp. Und genau so war es auch. Das ist ein guter Trick. Ich kenne auch einige, die das gemacht haben, weil ich denen das empfohlen habe und es hat immer geklappt. Also Mädels, wenn ihr Nummer klären wollt, sagt einfach, ihr habt kein WLAN. Kein WLAN. Meistens kriegt ihr die dann. Ja, und dann hat er mir halt auf WhatsApp geschrieben. Ja, und so haben wir dann 2-3 Monate, standen wir in Kontakt erstmal, haben die ganze Zeit geschrieben,
bis ich dann gekommen bin nach NRW. Ja, nach 3 Vorwand, Monaten Schreiben gefühlt. Vorwand, ich hatte ein Bewerbungsgespräch in Düsseldorf, weil ich zu der Zeit eine Ausbildung gesucht habe. Und ja, dann hat das natürlich Sinn ergeben. Ich war bei Bekannten in Bochum und Chiara kommt aus der Nähe von Bochum, haben uns Ja, direkt getroffen. er hat mich abgeholt. Ich habe mich richtig schick gemacht. Ich hatte mein bestes Outfit an und dann hat er mich abgeholt und er hatte einfach einen Jogginganzug an. Warum auch immer. Ich hatte meinen Nike-Jogger, mein Nike-T-Shirt an, fast so ähnlich wie heute. Ich war richtig overdressed. Haben dann eine Pizza gegessen. Ja, in so einem Café, also es war jetzt keine Pizzeria, es war einfach so ein Café. Ich glaube, es kennen manche Café de Sol. Haben Pizza gegessen, es war kein langes Treffen, das war halt so. Chiara war unnormal komisch auf jeden Fall. Hä, warum? Ich war unnormal die süß. hat mir die ganze Zeit auf die Stirn geguckt und ich dachte, ich hätte die ganze Zeit was auf meiner Stirn. Ich so, hä, was will die von mir? Was guckt die so komisch? Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, wieso guckst du die ganze Zeit auf meine Stirn? Und sie so, mach ich doch gar nicht. Okay. Ja, Ey, ich war richtig aufgeregt. Ich konnte nicht in die Augen gucken. Ich mag das nicht, wenn mich jemand die ganze Zeit anguckt. Ich bin einfach ein nervöser Mensch. Ihr seht, ich fuchtel mit meinen Händen. Ich kann nicht auf diesem Stuhl richtig sitzen bleiben. Ich bin einfach nervös und wenn man mich dann noch anguckt, dann ist es bei mir vorbei. Ich kann einfach nicht. Es geht einfach nicht. So ist dann halt unser erstes Treffen zu Ende gegangen. Ich habe sie zu Hause abgesetzt. Ich glaube, am nächsten Tag hatte ich das Bewerbungsgespräch, bin dann morgens hin, war erstmal geflasht von Chiara und hatte sie die ganze Zeit im Kopf auch. Ehrlich. Vielleicht war das auch der Grund, warum die mich nicht genommen haben. Nein, auf jeden Fall habe ich sie danach das ist gemein. von der Schule abgeholt. Ich habe dann auf die gewartet. Das war echt schlimm für mich, nach der Schule ein Date, ich meine ganz ehrlich. Und dann hatte ich eine Klausur in der letzten Stunde und die habe ich natürlich voll verhauen. Ich habe eine 5 bekommen, das weiß ich bis heute noch, weil ich halt so aufgeregt war, Devin wieder zu treffen. Warum auch? Also ich war richtig aufgeregt. Ja, wir haben uns dann 4 Tage hintereinander getroffen. Er hat bei Bekannten geschlafen, das hat alles so gut gepasst. Und dann haben wir uns die ganze Zeit getroffen. So, vielleicht eine kleine Story von unserem 3. Date. Wir waren in Essen und Chiara musste um 8, glaube ich, zu Hause sein. Weil meine Eltern sind sehr streng bei sowas gewesen. Also bevor es Devin gab, ich hatte feste Uhrzeiten, wann ich zu Hause sein sollte. Auch meine Freunde haben sich darüber immer aufgeregt. Fand ich auch scheiße, ehrlich gesagt. Darf man Scheiße sagen? Eigentlich in dem YouTube-Video? Nein. Ich habe auf jeden Fall das Auto im Parkhaus geparkt und wir haben das eine halbe Stunde gesucht. Fast eine Stunde sogar. Ja, wir haben das nicht mehr gefunden. Haben. Shoutout an Essen. Wie heißt das? Limbecker? Am Limbecker Platz. Irgendwie so. War auf jeden Fall Katastrophe. Ich glaube, ich habe dir eine halbe Stunde zu spät nach Hause gebracht. Ja, ich musste meine Eltern anrufen. Oh, was habe ich nochmal gesagt? Ich habe dir auf jeden Fall leider angelogen. Mama, falls du das jetzt siehst. Und Papa, tut mir leid. Ja, dann haben wir das Auto auch irgendwann gefunden. Ja, ich habe die dann rausgebracht und der 4. Tag war dann der Tag, wo ich auch zurückgefahren bin. Ne? Und wir haben uns halt super gut verstanden. Deswegen war man da auch am 4. Tag. Das Treffen war schon ein bisschen so trauriger. Ach so, da habe ich sogar krank gemacht bei der Arbeit extra. Also mussten wir erstmal einen Krankenschein, also ich musste erstmal einen Krankenschein holen gehen, weil ich mich unbedingt mit ihm treffen wollte, weil, falls ihr das noch nicht wisst, wir hatten eine Fernbeziehung. Also wir hatten eine Fernbeziehung. Von meiner Haustür bis zu seiner waren glaube ich 300 Kilometer. So, am 4. Tag haben wir uns dann getroffen und als ich die zu Hause abgesetzt habe, ich hatte das Auto von meinem Vater übrigens, muss ich jetzt hier bemerken. Die hat vor ihrer Haustür so einen Parkplatz. Der hat so 2, wie soll man sagen, Leitplanken, wie so ein Trichter, sag ich mal. Ne, und der war schon ziemlich eng. Und er hat das Auto geschrottet. Er hat die ganze Seite geschrottet. Und ich habe die ganze rechte Seite Schatz, sag es einfach. Du hast es geschrottet. Er hat es geschrottet und dann bin ich runtergekommen. Er war richtig in Panik, weil
Seine Eltern waren auch im Urlaub zu dem Zeitpunkt und er sagt, ja, ich habe das Auto geschrottet und ich gucke so, ich so, wo denn? Und dann habe ich geguckt, oh, das war echt fett, das hast du echt gut hinbekommen. Naja, dann... War ein schöner Abschied. Ja, so konnte man Chiara ein bisschen in den Hintergrund rücken wieder, weil man der ganze Zeit nur noch an das Auto und den Papa gedacht hat, was er mit einem machen Oh Mann, wird. ey, meine Haare. Ja, meine Schwester hat mich dann, glaube ich, verpfiffen, wie die das Ja. immer macht. Ey, meine Haare. Wir haben uns dann einen Monat nicht gesehen, circa. Ja, ein ganzer Monat. Ein ganzer Monat. Dann bin ich nach Dortmund gefahren. Ich glaube, an dem Tag waren wir dann auch so zusammen. Da haben wir geredet und haben ernst geredet. Ja, ich habe die dann so zur Seite genommen. Wir haben einen Kaffee getrunken, Chiara eine heiße Schokolade. Ich habe dann gesagt, eine klare Ansage irgendwo, dass es ziemlich ernst ist. Ja. So, ich fahre nicht aus Spaß 300 Kilometer hin und zurück. Ne? Und ja, und seitdem, sag ich mal, sind wir ein Paar. Er hat halt richtig auf Ernst gemacht. Ich war richtig geschockt. Er sagt, ja, so und so stelle ich mir das vor, so und so. Hat halt so alles auf den Tisch gelegt sozusagen und das fand ich irgendwie sehr gut. Er war sehr ehrlich zu mir und daraufhin haben wir uns dann für diese Beziehung entschieden. Und ja, und das war voll schön. Doch, das war sehr schön alles. Ich denke gern an diese Zeit zurück, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß auch genau, welches Outfit wir immer beide anhatten. Er natürlich nicht. Fand ich es sehr schön, dass er immer diesen ganzen Weg auf sich genommen hat, um mich zu sehen. Und das ist auch so ein Aspekt, der sehr wichtig ist, weil es gibt so viele Menschen, die suchen immer Ausreden. Und wenn dir eine Person wirklich wichtig ist, dann machst du es auch. Und egal, wie weit die Strecke ist. Ich meine, er musste fast immer 3 Stunden fahren, um mich zu sehen. Und ich schwöre es euch, Leute, er ist jedes Mal gekommen, wenn irgendwas nicht gestimmt hat oder wenn er mich einfach sehen wollte. Er ist mal um 1 Uhr morgens losgefahren, war dann aber ziemlich schnell auch bei mir und wollte, dass ich nachts rauskomme, was natürlich nicht geht, weil meine Eltern würden mich umbringen. Also hat er, -2 Grad, glaube ich, er hat einfach im Auto geschlafen, nur damit er mich am nächsten Morgen für eine halbe Stunde sehen konnte. Ich habe ihm eine Decke rausgeschmissen und Schokokrossis. War es das wert? Ja, oh, du machst mich emotional. Du machst mich voll emotional. Das war richtig schön. Leute, wenn euch eine Person wichtig ist oder ihr eine Person liebt, dann sind das meistens nur Ausreden. Ich kann jetzt gerade nicht und so. Ich meine, wir haben uns jede Woche gesehen. Er hat alles für mich gemacht und es hat funktioniert. Wie lange haben wir eine Fernbeziehung? So 3 Jahre haben wir eine Fernbeziehung geführt. Jetzt haben wir geheiratet und die Zeit vergeht schnell mit einer Person, die ihr wirklich liebt und die euch auch wichtig ist. Es muss ja nicht immer Liebe sein, aber diese ganzen Ausreden, das sind einfach Ausreden. Es gibt immer Zeit für etwas und es gibt immer Wege für etwas. Und ja, ist das verständlich, was ich gerade gesagt habe? Also, wie heißt das, was ich gerade damit sagen will? Es gibt so einen Spruch, aber wie heißt das? Also, was ich euch auf dem Weg mitgeben möchte, es ist alles möglich. Ich meine, wir hatten 3 Jahre lang eine Fernbeziehung. Es hat immer geklappt. Devin hat 2 Jobs gehabt. Er ist jede Woche zu mir gefahren. Heimlich, nachts. Er hat immer Wege gefunden, um mich zu sehen. Wenn man etwas will, dann klappt es auch. Und man soll auch immer positiv denken. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt verheiratet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn heirate. Er auch nicht mich. Also, ich meine, wir hätten nicht... So gut. Das ist aber gemein. Es gibt immer einen besseren Partner in einer Beziehung. Du bist... Die Leute denken, dass du das ernst meinst. Okay, Leute, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf unseren Kanal. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ersten Einblick über unsere Love Story, Teil 1, sag ich mal, über unsere Kennenlern-Story bekommen. Ja, falls ihr über den weiteren Verlauf unserer Beziehung dann bis zur Heirat, bis zur Hochzeit, sag ich mal, wissen möchtet,
Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir würden halt einen zweiten Teil dann drehen, wie das halt so war mit unseren Eltern und alles. Und ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke auf jeden Fall an alle, weil heute durfte ich mich ein bisschen frisch machen. In dieser Quarantänezeit ist das auch ein bisschen rar, sag ich mal, dass man sich schick macht. Ich habe mich schick gemacht für YouTube. Ich auch. Danke, Leute. Danke und ja, falls ihr Videovorschläge habt, ihr wisst, wie immer in den Kommentaren.